Wollen wir darüber sprechen mit Christian Mölling, Experte für Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Herzlich willkommen im Studio. Hallo. Herr Mölling, 40 Milliarden für die Ukraine jetzt hier beim NATO-Gipfel. Das sollte ja ein Signal gegen Russland sein von Anfang an. Wie eindeutig ist dieses Signal Ihrer Meinung nach? Ich glaube, also erstens, Geld alleine macht nicht glücklich, denn die Ukraine braucht das, was dann herauskommt, nämlich die Waffen. Zweitens muss man auch sagen, die 40 Milliarden, da wird jetzt schon irgendwann dran geschraubt. Da sagt man, können wir nicht das, was wir im Rahmen der EU oder binational zahlen, da auch mit drauf anrechnen. Ich will es nicht als Mogelpackung nennen, aber es ist jetzt nicht der große Batzen, der vor allen Dingen langfristig sowohl der Ukraine als auch Russland signalisiert, wir machen das hier nicht nur so lange, wie es notwendig ist, sondern mit auch so viel, wie es notwendig ist. Also eigentlich hätte es eher eine größere Bazooka gebraucht, um mal im Scholz-Jargon zu sprechen. Nun ist ja der angeschlagene oder angeschlagen wirkende US-Präsident Biden bisher stabil bei diesem Gipfel. Aber irgendwie hat man die ganze Zeit das Gefühl, dass Donald Trump da schon in den Startlöchern steht hinter ihm. Was muss die NATO jetzt eigentlich noch schaffen, zum Beispiel auch bei diesem Gipfel, bevor Trump möglicherweise übernimmt? Ja, ich glaube, wir haben lange Zeit lang geredet darüber, wie viel Geld man bezahlt. Das ist sicherlich ein Thema, das auf der einen Seite zählt. Das hat die NATO fast komplett abgeräumt, dadurch, dass jetzt alle 2% zahlen. Die andere Frage ist, es geht nicht nur um Trump, sondern es geht ja auch um die Sicherheit in Europa. Und da wissen wir jetzt schon, dass aus dem NATO-Gipfel Ergebnisse rauspurzeln werden, die bedeuten, dass die 2%, für die sich Deutschland jetzt rühmt, gar nicht reichen werden, sondern wir werden locker auf 2,5% über viele Jahre hinweg mindestens kommen, die wir bezahlen müssen, um unsere Sicherheit zu garantieren, nicht um Donald Trump glücklich zu machen. Und müssen wir also in Europa nicht auch eine Strategie haben für den Fall, dass Amerika eben tatsächlich ausfällt? Absolut. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es die nicht gibt. Wir sehen ja, dass im Hintergrund viele Leute im Grunde genommen schon versuchen, mit Trump Kontakt aufzunehmen. Das ist auch eine verantwortungsvolle Art und Weise, damit umzugehen, ohne dass man Biden dadurch schwächt und Eingriff in den Wahlkampf nimmt. Aber ja, natürlich, es ist unsere Aufgabe, und das fordert ja sogar Trump, dass wir eigenständig in der Lage sind, uns zu schützen. Aber ist das überhaupt möglich? Also ganz ehrlich, diese Frage kann man stellen, aber allein, also weder kostentechnisch noch von den Waffen her, ist das möglich? Theoretisch ja, bloß nicht von heute auf morgen. Wir haben die letzten 10 Jahre damit zugebracht, das mal theoretisch zu diskutieren. Aber über die Diskussion ist es halt nicht hinausgekommen. Wir sind heute noch genauso abhängig von den USA wie zu der Zeit, als Trump das erste Mal da war. Gucken, ob das zweite Mal kommt. Und damals war schon großes Zähneklappern, aber passiert im Sinne von nicht nur Unabhängigkeit, sondern auch mit den USA auf Augenhöhe zu sein und Angebote im militärischen Bereich machen zu können. Da sind wir noch nicht. Also da muss viel passieren. Nun ist es ja auch so, dass die NATO Beitrittserwägungen trifft, auch mit Moldau und Georgien. Zeichnet sich da konkret etwas ab? Nein, ich glaube, da sind wir noch viel zu früh. Da geht es auch darum, dass man sich überlegen muss, kommen die erst in die NATO, dann in die Europäische Union, kommen sie gleichzeitig rein, denn sie brauchen ja beides. Sie brauchen den militärischen Schutz auf der einen Seite, aber auch das zivile wirtschaftliche Wiederaufbauprogramm. Die beiden bedingen sich gegenseitig. Sie können nichts zivil aufbauen, was sie nicht militärisch schützen, und umgekehrt. Also Bundeskanzler Scholz will ja auch bilateral mit Zelensky von der Ukraine sprechen. Worum geht es da? Also unterscheidet sich das nochmal vom Gipfelthema an sich? Ich glaube, dass man bilaterale Gespräche macht, ist normal, und dass Zelensky auch jede Gelegenheit nutzt, ist, glaube ich, auch ein Zeichen nach außen hin. Das wichtigste Zeichen wäre auch gerade aus Deutschland heraus, dass wir mit Blick auf den Haushalt auch ein klares Signal setzen. Zurzeit ist das Signal an Moskau, dass man sich eigentlich keine Sorgen machen muss, weil wir tatsächlich nicht auf dem Pfad sind, den der Verteidigungsminister beschrieben hat, den wir bräuchten, um Moskau tatsächlich Probleme zu machen, in dem Sinne, dass man sagt, ihr könnt eure Ziele gegenüber NATO-Europa militärisch nicht durchsetzen. Noch ein Wort zum deutschen Verteidigungsminister. Der war ja recht markig immer in seinen Worten. Zuletzt hat er so ein bisschen das Ganze abgeschwächt, seine Rhetorik. Welche Figur macht er im Moment? Ja, ich glaube, er versucht das, soweit es irgendwie geht, durchzukämpfen. Er bleibt da, glaube ich, bärbeißerisch und klar. Und letztendlich geht es ja nicht um die Frage, wer steht da vorne, sondern es gibt ein Programm, das auch die NATO bestätigt hat, was wir können müssen. Und das können wir nicht. Und es ist seine Aufgabe, alles zu tun, dass wir das können. Und ich würde mir wünschen, dass die gesamte Bundesregierung, inklusive Bundeskanzler, nicht nur das in abstrakt akzeptiert, sondern auch die Zeitlinie, die dahinter ist. Denn die macht uns im Grunde genommen die größten Sorgen. Vielen Dank, Christian Mölling. Ich danke Ihnen.